Teneriffa kann man am besten zu Fuß kennenlernen. Hunderte Kilometer weite Wanderwege laden dazu ein. Mit dem Mietwagen oder Bus kommt man an die entlegensten Orte der Insel, so auch in das Anaga-Gebirge. Vor 7 bis 9 Millionen Jahren entstand das östliche Gebirge Teneriffas. War es zunächst noch eine eigene Insel, so wuchs es nach und nach mit den anderen Teilen zusammen. Der Name Anaga leitet sich aus dem einstigen vorspanischen Königreich Menceato de Anaga ab. Die Ureinwohner Teneriffas waren die Guanchen, was übersetzt Mensch Teneriffas bedeutet. Sie stammten von nordafrikanischen Berberstämmen ab und lebten jahrhundertelang fernab jeder Zivilisation. Ein lohnenswerter Ausgangspunkt für eine Wanderung im Anaga-Gebirge ist der kleine Ort Benicho. Von hier geht es 550 Höhenmeter hinauf auf einen Kamm. Der Aufstieg ist etwas anstrengend, aber wenn man ihn geschafft hat, kann man den Rest der Tour genießen. Ich bevorzuge den schwierigen Abschnitt einer Tour immer an den Anfang zu legen. Auf halber Höhe des Anstieges treffe ich auf Ziegen. Saftig grüne Pflanzen gibt es hier in Hülle und Fülle. Das Anaga-Gebirge ist der feuchteste Teil Teneriffas. Aber auch bei Wolken beeindrucken die herrlichen Gebirgszüge. Nach 2 Stunden erreiche ich Chamorga, den letzten Ort am nordöstlichen Rand der Insel. Hier beginnt der angenehme Teil dieser Wanderung. Es geht bergab durch den herrlich grünen Barranco Bermejo. Der Abstieg durch den Barranco bis zum Atlantik ist einfach wunderbar. Nur das Rauschen des Wassers und Vogelgezwitscher. Keine Autos, Natur pur. Am Ende des Barrancos kann man noch zu Playa Roque Bermejo absteigen. Doch es sind noch 2 Anstiege vor mir und ich gehe weiter hinauf zum Leuchtturm Faro de Anaga. Hier geht es weiter direkt am Atlantik auf dem letzten Teilstück dieser Wanderung. Nach 3 Kilometern erreiche ich Las Palmas. In dieser Siedlung wohnt ein Eremit mit seinem Esel. Den hört man hier oft, also den Esel. Heute ist es aber ganz still. Hinter Las Palmas beginne ich den Rückweg nach Benicho. Grandiose Ausblicke beenden diese herrliche Wanderung. Auf der Rückfahrt mache ich noch einen Abstecher nach Taganana, dem größten Ort des Anaga-Gebirges. Hier wohnen ca. 700 Menschen. Die schmalen Gassen des Ortes haben bis zu 15% Gefälle. In der Mitte von Taganana befindet sich die dreischiffige Pfarrkirche aus dem 16. Jahrhundert. Der malerische Ort wird von Wanderern gerne als Ausgangspunkt für Touren gewählt. Oberhalb von Taganana beginnt ein Panoramaweg direkt am Atlantik.